Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Portaltage-Orakel für den neuen Monat, fürs Kollektiv. Welche Botschaft darf ich dazu weitergeben? Ich bin gespannt. Ja, die Portaltage bringen uns Momente mit, wo wir vielleicht Mauern sprengen können, wo wir Themen haben mit Nähe und Distanz. Kommunikation, Zurückhaltung in Kommunikation, Gespräche, wo man vielleicht nach außen bringt, was man schon lange in sich trägt. Ich habe hier sogar Kommunikation, die Mauern sprengen kann, ne? Gerade da, wo man so gedeckelt ist und sich so fühlt, als wäre es nicht gut, irgendetwas zu sagen. Man hat ja vielleicht so seine Geheimnisse. Man ist sehr viel konfrontiert mit dem Unterbewusstsein. Man denkt nach, was im Unterbewusstsein alles so rumschwingt, das wir nicht ausgesprochen haben. Man sucht vielleicht auch einen Weg, das zu tun, aber man hat hier irgendwie die Befürchtung, dass es vielleicht doch besser nicht ausgesprochen wird. Komisch, ne? Es gibt ja Dinge, zu denen sagt man einfach nichts mehr, weil es sich nicht lohnt, weil man auf taube Ohren stoßt, weil es die Antwort nicht der Tiefgründigkeit entspricht, die man gerne hätte. Hier habe ich aber dass gerade diese Kommunikation, das Aussprechen von Dingen, die man tief in sich vergraben hat, hier tatsächlich zum Erfolg führt, zu einer Situation, wo ich sagen würde, das, was hier liegt an Kommunikation, das bringt eine große Klarheit mit sich. Ja? Das erleichtert ungemein. Das gibt wieder eine andere Ausrichtung auch. Das sprengt tatsächlich irgendwie eine Mauer. Es ist was sehr Emotionales. Die Sensibilität ist sehr hoch. Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel Befürchtung hat, dass eine Antwort bewertet wird, die man auf etwas Ausgesprochenes bekommt. Es kann die Emotionen betreffen, es kann auch so sein, dass man hier eine Erfahrung gemacht hat, speziell der anderen Art, sage ich mal, und dass man so denkt, das ist jetzt so speziell, dass ich das gar nicht weitergeben möchte. Mir ist sowas mittlerweile egal, wenn ich ungewöhnliche Dinge erlebe, haue ich sie raus, ob das jemand versteht oder nicht. Aber hier hat man die Befürchtung vielleicht, dass das belächelt werden kann. Ne? Es geht sehr viel um die weibliche Seite. Es geht um Sachen, die man schon als Kind erlebt hat, die sich sehr verstrickt anfühlen, die ein bisschen Genesung bedürfen. Hier liegt sozusagen die Medizin der Sprache. Eine Aussprache, das kann auch sowas sein wie ein Familiengeheimnis zum Beispiel.
Es ist tatsächlich ein Nähe- und Distanzthema da. Das heißt praktisch, man nimmt sich hier in der Kommunikation sehr zurück. Man unterdrückt sein eigenes System. Man mutet anderen nicht alles zu. Das kann ja auch eine erlernte Sache sein. Ne? Was habt ihr alle gesagt gekriegt? Wie geht man mit Worten um? Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Wie oft habt ihr als Kind gehört, sowas sagt man aber nicht. Ne? Und genau das ist diese Mauer, die gesprengt werden kann. Das dient uns ja eigentlich zum Weiterkommen. Ein Richtungswechsel, der mehr Stabilität mitbringt, der auf die längere Zeit uns auch befreit, Wachstum, vitaler macht auch. Zugleich wieder das gesprochene Wort hat viel Macht. Aber ich habe hier trotzdem das Gefühl, dass man praktisch so, schon wieder das Kreuz, ich möchte mal eine Legung machen, wo ich das nicht habe. Das ist ein schicksalshaftes Lebensthema, da geht es um irgendeine Bürde, die man trägt, um irgendwelche Sachen, die sich im Unterbewusstsein verbindlich eingeschlichen haben, etwas, was man immer so macht, etwas, was immer mehr Verstrickung mitbringt. Ihr kennt es ja, wenn man einmal verpasst, die Wahrheit zu sagen, kommt danach unter anderem ein großes Konstrukt raus, wo man auch immer weiter schweigt oder immer weiter die Wahrheit verdreht. Sowas alles kann es sein. Aber ich sehe hier sehr viel Energie aus dem Umfeld, die uns ja auch in den Portaltagen mitgibt, dass wir geerdet sind. Ne? Es ist egal, was du hier aussprichst, es ist eigentlich nur eine Erleichterung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es uns hier umhaut, wenn wir das tun, sondern wir kommen hier ganz schnell in den Umbruch zu einer glücklichen Stabilität. Ne? Hier vermeidet man sogar, dass etwas Gutes passieren kann, indem man die Wahrheit zurückhält. Man kriegt die Schale aber hier geknackt und kommt an den Kern der Dinge. Es geht hier tatsächlich auch so ein bisschen ums Beziehungsleben. Wie geprägt ist es? Wo verrät man sich? Wo gibt es unausgesprochene Dinge? Wo sind Dinge noch offen? Wo gab es Geheimnisse? Wo hat man jemand anderen bewusst was verschwiegen oder hinter dem Rücken gemacht? Und wo genau liegt hier der Punkt, wo ich das auflösen kann, weil es mich selber einengt, begrenzt oder bedrückt? Der Verlust eines großen Schattenthemas, das Ablegen eines Kreuzes. Ein schicksalhaftes Thema, das in den Genen liegt auch. Wie geht man mit der Wahrheit um? Wie habt ihr es gelernt? Ich habe in meiner Kindheit oft den Satz gehört, aber das sagen wir aber nicht. Ne? Das sagen wir aber dem oder dem nicht. Und was soll das? Ne? Ich hatte immer schon diese Frage, ja warum denn nicht? Das ist doch die Wahrheit. Als Kind schon. So was alles könnte das sein. Ne? So, jetzt gucken wir mal noch ein Stückchen weiter. Was dürfen wir noch wissen zu dieser Legung? Der richtige Weg. Guckt euch das mal an. Hier ist der Brief. Ne? Da gucken sich zwei an. In der Mitte liegt die Kommunikation. Und es geht auch darum, zu lernen, was unsere Herzenswünsche wollen, auf den Weg zu bringen. Ne? Das Kreieren von unseren Wünschen. Hier ist der Froschkönig sozusagen. Ne? Und der richtige Weg liegt ja absolut auch in der Kommunikation. Das Mitteilen, was man denn erwartet, was für Wünsche da sind. Das ist schon sehr speziell.
Aber ich denke auch keine Thematik, die unbekannt ist. Und was haben wir hier noch? Wir können nicht zurück in die Vergangenheit gehen und da nochmal rumreparieren, was wir da vielleicht verpatzt haben oder bewusst nicht gesagt haben, nicht gemacht haben, verpasst haben zu korrigieren vielleicht auch. Aber wir können im Hier und Jetzt eben das Beste draus machen. Die Chance ist praktisch jetzt wieder da, etwas zu korrigieren, etwas auf den richtigen Weg zu bringen. Das Jetzt verändern. Das sind auch so Dinge, da lüften sich Geheimnisse und sowas alles, ne? So, alles hat seinen Preis, was man tut irgendwo. Entweder hat es tatsächlich einen Wert, den man investiert. Und hier geht es auch darum, um alles, was man gut gemacht hat, auch ausgesprochen hat, mal dankbar zu sein, egal was dann daraus wurde. Und jeder von uns ist im Prinzip eine Rarität und auch frei. Und wir sind alle einzigartig in unserem Ausdruck und in unserer Wahrheit. Das ist mal hier das, was ich so dazu sagen kann. Ich nehme mal noch eine von der Nadine. Was dürfen wir hier für die Portaltage noch wissen aus den Sanssouci Cards? Da hat sich eine umgedreht. Ja, hier geht es um spannende Erlebnisse und Begegnungen. Schluss mit Langeweile und Eintönigkeit. Irgendwo beginnt man ein anderes Leben, ein neues Leben. Da kommt viel hoch, viel Tumult. Ja? Da belebt man wieder etwas neu. Und unten haben wir das kleine Elfenmädchen, da ist die Verletzlichkeit dabei. Ne? Hier ist ein zartes Gemüt, ein ganz schmales Elfenmädchen. Hier sind vielleicht auch Themen, wo man sich leicht verschrickt oder wo man schwer Vertrauen fest, wo man aufgegeben hat, wo man zum Einsiedler wurde oder rumgeträumt hat. Und genau das möchte hier transformiert werden. Ne? Das ist so, das Großstadtleben ist zum Beispiel für mich, hat mit Distanz überhaupt nichts zu tun. Da ist das Große, ne, das auf mich einprallt. Und dann am Gegensatz hier haben wir das kleine Mädchen, das damit umgehen muss. Und das passt schon zu Nähe- und Distanzthemen. Ne? Wenn die verletzliche Seite, ich sag mal, mit dem Turm hier auch eingesperrt wird, dass ihr nichts passieren kann, dann vermeidet man das natürlich auch, sich zu stellen oder sich der Wahrheit, der eigenen Wahrheit auch zu stellen. Spannend. Wir gucken mal, was ich hier noch Tieferes kriege für die Portaltage. Ja, wir sollen fokussiert sein. Wir haben den Zauber des Waldes, hier haben wir den Baum, ne, die Natur. Und auch bei dieser Karte, das haben wir hier auch schon gesagt gekriegt, und hier haben wir das Schiff, geht es einfach darum, dass man die Absichten in Richtung der Träume lenken soll. Dass man die Gedanken aufs Gute richtet und dass man liebevolle Menschen und auch liebevolle Wahrheiten ausspricht. Wenn man in eine Richtung geht, die einem nicht gefällt, das kann hier sehr gut sein, denn hier liegt die Verstrickung. Vielleicht auch die verbindliche Verstrickung, dieses Ich drehe mich im Kreis. Dann liegt der Fokus nicht auf das, was wir nicht sagen oder nicht auf die Welt kriegen oder mit uns selber ausmachen, sondern der Fokus liegt darin, auf etwas Gutes, Verbindliches zu gucken, das wir erbauen oder erschaffen möchten. Es geht auch um den Aufbau der eigenen inneren Kraft. Die Schlange bringt ein bisschen Medizin mit.
Und hier ist es tatsächlich so, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich Wunder zu entfalten zeigen. Also die Aufmerksamkeit auf das Erstrebenswerte richten, auf die Dinge, die man manifestieren möchte und auch die Sachen, die man umsetzen möchte, darf man hier genau benennen. Ja? Es geht darum, dem Ausdruck zu geben, es zur Sprache zu bringen, es zu kommunizieren. Wichtig ist, dass hier der Fokus auf eine Sache gerichtet wird und nicht auf alles Mögliche und dass das Kind sozusagen einen Namen kriegt. Wir schauen, welches Krafttier hier noch mitgeht. Ich bin gespannt. Das Spektrum der Gefühle mit der Regenbogenforelle und die liebende Güte mit der Giraffe. Hier geht Giraffe. Hier geht es darum, von oben auf die Dinge zu gucken, im inneren Kern friedlich zu werden und überhaupt in den Frieden mit etwas zu kommen, eine schicksalshafte Verstrickung zu lösen, ist hier wahrscheinlich Ziel der Sache. Und hier sind unerwartete Begegnungen, unerwartete Gewinne. Man bekommt irgendwie von allem was ab. Es geht sehr viel um die Emotionen, die Facetten, die Emotionen haben können. Denkt an heute Morgen, da hatten wir Dance Under the Rainbow oder Near the Rainbow. Und hier kommt die Regenbogenforelle, die praktisch mit ihrem ganzen Farbenspektrum alles an Vielfalt mitbringt. Sie ist tatsächlich auch ein Glücksbote und schlägt Brücken zu Reichtum und Fülle und guten Begegnungen. Ja, und hier geht es auch nochmal darum, dieses Regenbogenlicht in sein Sein zu bringen, in das ganze Sein, sich aufzufüllen mit diesem Licht, auf Zeichen zu gucken, Hinweise, Träume, Gefühle. Man hat hier ja auch diese starke Konfrontation mit den Emotionen. So, und dann sagt die Karte, sende deine Botschaft in die Welt hinaus, finde deine Form der Kommunikation. Brauchen wir gar nicht weiterreden, liegt hier in der Mitte. Die Giraffe hier, die hat auch als tragende Botschaft, öffne dich der Kommunikation und dem Ausdruck. Scheint eine ganz wichtige Sache zu sein, ne? Die Wahrheit für sich zu fühlen, die Wahrheit auszusprechen, dem Leben eine richtige Richtung zu geben, den Blickwinkel auf friedliche Sachen zu fokussieren, seine ganzen Erfahrungen auch mit eingeben und nicht von außen beeinflussen oder aufdrängen lassen, was man im Innern nicht mehr empfindet. Und genau da kann auch der Punkt sein, wo man mal die Grenze setzt und sagt, für mich fühlt sich das nicht mehr stimmig an. Ne? Hier stimmt was für mich nicht. Eine wunderbare Legung. Also lasst euren Worten freien Lauf für diese Zeit und setzt eure Ziele und eure Träume raus und verkauft euch selber auch nicht, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Portaltagezeit. Ich drücke euch und bis morgen früh.